Und Action! Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin anlässlich unseres Bundesligaspiels gegen den VfL Bochum. Ihr seht, wir sind hier wieder komplett im Corona-Modus. Ich sitze hier im schönsten Stadion der Welt und mein heutiger Gast, der sitzt in Brakel im Studio, den ich nichtsdestotrotz ganz herzlich begrüße und ich freue mich sehr, dass er da ist. Mo Dahut. Hallo Mo, wie geht's dir? Gut, danke. Kurz und knapp, mir ist auch lieber, du sagst gut, anstatt, ich weiß nicht, ich habe wieder hier ein Ziehen oder so. Du bist ja jetzt wieder fit, aber da kommen wir gleich noch zu. 5:0 zum Abschluss in der Champions League gegen Beşiktaş Istanbul. Das war, glaube ich, genau die richtige Reaktion nach dem Bayern-Spiel. Wie zufrieden bist du mit dir und deiner Leistung und natürlich mit der Leistung der Mannschaft? Mit der Teamleistung war ich sehr zufrieden. Wir haben eine gute Mannschaftsleistung hingelegt, waren sehr fokussiert, sehr seriös. Ja. Und Mo, ich habe mal nachgeguckt, ihr seid über 13 Kilometer mehr gelaufen als Beşiktaş. Wusstest du das? Nee. Das ist ein Wort, oder? Ja, das stimmt. Wie wichtig war es für dich nach der langen Verletzungspause erneut wieder über 90 Minuten zu spielen, um wieder in deinen Rhythmus reinzukommen? Sehr wichtig, auf jeden Fall, weil gegen Wolfsburg habe ich gespielt, glaube ich, 90 Minuten. Das hat mir sehr gut getan, aber der Körper will ja auch wieder was zurückhaben und du fällst dann in ein Loch und dann versuchst du die irgendwie durch Regeneration wieder hochzuholen und dann gegen Bayern, habe ich nicht so gut im Spiel gefunden. Bayern lassen wir. Ja. Wir gucken nach vorne, Mo. Wir sind doch positive genau. Menschen, oder? Genau. Ja, und jetzt auch gegen Beşiktaş. Jedes Spiel tut mir gut, das stimmt. Die Belastung für die Mannschaft bleibt weiterhin ziemlich hoch. Jetzt kommt die letzte englische Woche in diesem Jahr. Jetzt geht es zuerst nach Bochum, dann zu Hause gegen Fürth und dann geht es nach Berlin zur Hertha. Das wird sicherlich für euch auch nochmal eine anspruchsvolle Woche. Auf jeden Fall. Das sind Gegner, die sehr defensiv arbeiten, die auf Konter aus sind. Das wird kein leichtes Spiel gegen Bochum auf jeden Fall. Jetzt bist du schon ein bisschen beim BVB. Aber ich glaube nicht, dass du dich an das letzte Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum erinnerst, ne? Nee. Deshalb wollen wir vielleicht auch für dich so zur Motivation noch ein paar Bilder zeigen. Von damals, es ist lange her, 2010. Mo, cool, du hast es gesehen. Die Torschützen waren Sebastian Kehl, Mo Zidane und Mo Zidane nicht, oder? Lukas. Doch? Doch. Lukas Barrios. Der hat zweimal getroffen. Welcher von den dreien in Topverfassung würde der Mannschaft heute noch helfen? Sebastian Kehl. Das ist ja jetzt aber eine taktische Antwort. Ja, liebe Fans von Borussia Dortmund, so sieht es aus, wenn man in Vertragsverhandlungen in den nächsten Jahren steht. Da ist der wichtige Mann, ist dann Sebastian Kehl. Gar nicht schlecht, Mo, du hast recht. Ja, das stimmt. Du hast aber auch gefragt, Tor von Sebastian Kehl, so viele hat er nicht gemacht, glaube ich. Nee. Wie viel hast du eigentlich bisher? 9. Also für BVB glaube ich 3. Ja, insgesamt 0,9, das passt natürlich. BVB 0,9. Perfekt. Deswegen will ich das auch so beibehalten. Nee, von mir aus kannst du. Nee, hier hat ja auch Mo Zidane hat auch eins gemacht. Deshalb bist du gefordert. Du musst eins machen, ob du willst oder nicht. Hoffentlich. Okay. Ich versuch's. Wunderbar.
Der VfL ist gerade ziemlich gut drauf. Die haben seit 5 Pflichtspielen, sind die zu Hause ungeschlagen. Zuletzt noch der ganz wichtige Auswärtssieg gegen Augsburg. Was erwartest du für ein Spiel morgen? Also es ist sehr ein unangenehmes Spiel morgen. Die werden alles reinhauen. Die sind sehr stark im Defensiven, sehr gut im Konterspiel. Die werden uns keine Lücken lassen, die werden alles geben dafür. Und die werden sicherlich nicht zulassen, die werden sich schon wehren, ja, auf jeden Fall. Dass ihr 13 Kilometer mehr lauft als die. Da wird was anderes im Stadion in Bochum los sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Du hast ja noch nicht beim VfL Bochum gespielt. Es gibt sicherlich wenige Stadien, die du in Deutschland noch nicht besucht hast. Freut man sich da eigentlich noch auf eine neue Stadt, ein neues Stadion, eine neue Umkleidekabine oder ist das egal? Ja, meine Mama wohnt da 5 Minuten entfernt vom Stadion. Wow. Also Fußweg. Das ist dann doch nicht neu. Nee. Immer wenn ich zu ihr fahre, sehe ich das Stadion. Okay. Es ist ja auch ein schöner kleiner Tempel. Ist ja auch toll gemacht, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. So, Mo, jetzt gibt es nochmal quasi eine Schnellfragerunde. Wie gut kennst du dein Team? Ich frage dich Dinge, die du wissen kannst oder vielleicht auch nicht, weil es nicht ganz so einfach ist. Wenn du es nicht weißt, dann musst du halt mal raten. Also, okay. Es geht los. Bist du bereit? Ja. Welcher Spieler hat bisher keine Bundesliga-Minute beim BVB verpasst? Akanji. Erster Punkt. Gut. Wer läuft am meisten in der Bundesliga? Jude. Nee, Marco Reus. 142 Marco? Kilo. Ja, 142 Kilometer. Wer ist der Topscorer? Erling. Richtig. 15 Punkte, 11 Tore, 4 Vorlagen. Welche beiden Spieler standen bisher in allen Bundesligaspielen in der Startelf beim BVB? Manu. Richtig. Und jetzt kommt der zweite. Ist gar nicht so schwer. Welche Position? Mats. Nein. Ein Versuch hast du noch? Warte. Aua. Gregor. Gregor Kobel, genau, richtig. Scheiße. Ja gut, aber ich glaube, wenn ich die Fragen gestellt bekommen würde, ich wüsste vielleicht auch nicht, wer das alles gemacht hätte. Das ist nun mal so. Mo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du Danke dir. wieder mal überpünktlich zum Interview gekommen bist. Dafür sind wir sehr dankbar. Bleib gesund, verletz dich nicht und wir sehen uns natürlich noch in den nächsten Tagen. Spätestens. Vielen Dank, hoffentlich auf 3 Punkte. Alles klar. Danke, Mo. Tschüss, mach's gut. Ciao, ciao.